Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu Becker und Pfeiffer Folge 1 und 04, sag ich jetzt mal so. Hallo, liebe Mara, du wirst uns sicherlich gleich erzählen, was daraus für eine Quersumme bei rumkommt. Bei 104 ist schon schwierig. Ich meine, man könnte sagen, 4 verdoppelt ist 8 plus 1 ist 9, wenn man irgendwie wieder auf die 9 kommen möchte. Aber Ich habe jetzt halt gedacht, du machst eine 1 und eine 4 draus und dann ist es halt die 05. Ja, aber also es geht hier ja um Zahlen und nicht um Fußball. Nee, Moment mal. Was ich aber sagen kann ist, heute ist der 11. Mai. Das heißt, morgen ist der 12. Mai. Da hat nicht nur die Jasmina Geburtstag, unsere liebe Früff-Kollegin. Wir gratulieren jetzt noch nicht, weil vorab gratulieren bringt Unglück, sondern es ist dann auch mein erster, sagt man noch Hochzeitstag, wenn man geschieden ist? Also morgen ist es 9 Jahre her, dass ich geheiratet habe und ein paar Tage, dass ich geschieden wurde. Und letzteres macht mich, glaube ich, deutlich glücklicher, als mich ersteres jemals gemacht hat. Nein, das ist jetzt ein bisschen gemein, das so zu sagen, aber andeutungsweise habe ich ja das einfließen lassen, dass die letzten 1,5 Jahre kein Walk in the Park waren, wobei ich dieses Lied jetzt ständig im Kopf habe. Kennst du das? Walk in the Park. Ja. Naja, und ja, das war schon ein Kapitel, das gut getan hat zu schließen. Und das ist jetzt das Erste, was mir auffällt. Deswegen erzähle ich es auch gerade nur, wenn ich aufs Sendungsdokument gucke, weil ich dann so sehe, 11.5., 11.5., da war doch mal was. Ah ja, das war mal der Vorabend meiner Hochzeit. Ach krass, ja, morgen ist Hochzeitstag. Oh, heißt es nur Hochzeitstag, wenn man geschieden ist? Naja, wie sonst soll es heißen? Hochzeitstag nach der Scheidung. Oh, okay, ist mein erster Hochzeitstag nach der Scheidung. Prost! Aber wir wollen hier ja über Fußball reden und nicht über Zahlen oder meinen Familienstand. Ist übrigens auch eine interessante Geschichte, Annika. Warum ist man eigentlich als Familienstand den Rest des Lebens geschieden? Ist auch so ein, wir markieren dich hier. Wieso bin ich nicht einfach wieder ledig? Wen interessiert es, dass ich mal verheiratet war? I don't Ja, know. der Staat und seine ganzen Hürden, die er um eine Scheidung herum aufbaut. Aber apropos Hürden und apropos an Hürden leider scheitern, reden wir doch mal über deinen Lieblingsverein, der, was ja eigentlich gar nicht lustig ist, eine scheiß Woche hinter sich hat, weswegen du auch eine scheiß Woche hinter dir hast, weswegen Dinge im Fußball der Frauen sich weiter in eine Richtung entwickeln, die ja auf eine Art schon sehr traurig ist, die wir hier zuletzt ja schon mehrfach begleitet haben. Mhm. Wenn nämlich nicht noch ein Torewunder geschieht. Im Hintergrund hört ihr den Hemingway, der sehr empört ist, dass ich ihn mit mir im Arbeitszimmer eingeschlossen habe, damit er meiner Mitbewohnerin nicht literally die Butter von der Brezel holt. Ja, wo waren wir? Genau. Also, wenn nicht noch ein Torewunder geschieht, dann ist die SGS Essen nächste Saison nicht mehr unter den Erstligisten, sondern spielt in der 2. Liga. Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch gut daran, wie wir in der ersten Saison dieses Podcasts über diese Zaubersaison der Essenerinnen uns gefreut haben und alle mal gesagt haben, wie ist das nur möglich? Und die Annika gesagt hat, das ist ganz einfach, ich erkläre es euch. Jetzt erklär uns doch mal, wie ist dieser Absturz zustande gekommen? Ja, also, ich meine, wenn man uns regelmäßig hört, dann erkennt man, glaube ich, die Antworten oder Teile der Antworten darauf, weil das natürlich ein längerer Prozess ist. Einmal, was so die strukturellen Veränderungen im deutschen Fußball der Frauen angeht und dann andererseits aber natürlich auch ja, so wie dann der Verein darauf reagiert oder vielleicht auch nicht reagiert, also wie da dann halt so die Entwicklung beim Verein selbst ist. Und ich habe jetzt auch, also ich habe
über das Spiel und so den aktuellen Stand ja auch für die Taz geschrieben in so einer kurzen Kolumne und habe da dann ja auch noch mal viel irgendwie so drüber nachgedacht und also generell auch über die Saison verteilt schon, wenn wir hier immer mal so drüber gesprochen haben, weil ich ja schon im Winter auch irgendwann mal mich festgelegt hatte, so von wegen so, nee, ich glaube nicht, dass sie das nochmal schaffen. Und dann kam zwischendurch ja nochmal Hoffnung auf, wenn dann mal irgendwie so ein besseres Ergebnis oder ein besseres Spiel dabei war. Ja, es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass sich das einfach sehr lange auch schon angekündigt hat und dass sich da ja dadurch, dass so von verschiedenen Personen in und um den Verein halt immer so ein kämpferischer Optimismus nach außen getragen wird. Das ist ja sowas, das findet man ja sympathisch erstmal so, ne? Der Underdog-Verein, einer der letzten und dann zuletzt der letzte reine Frauenfußballverein, beziehungsweise wenn man auf Vereine ohne Lizenzclub-Anbindung geht, dann gehört Carl Zeiss Jena halt auch noch mit da rein. So, das ja, ist dann eine sympathische Underdog-Geschichte, dieses kämpferische, aber gleichzeitig ist es schon auch so gewesen, dass es dann in den vergangenen Jahren immer mal wieder so Interviews gab, Aussagen, Zitate von Trainern, von Verantwortlichen, wo man halt sagen muss, so ja, das ist schön Rederei. Wenn man immer alles Kritische, was an dieser Entwicklung, die es nochmal gibt, dass die Lizenzclubs nach oben drängen und das ja nicht nur auf Deutschland bezogen die große Entwicklung ist, sondern hier lokal eben auch sehr verschärft. Du hast im Ruhrgebiet eigentlich als ernstzunehmenden Verein in der ersten Bundesliga der Frauen sehr, sehr lange nur die SGS Essen gehabt und dann eben Duisburg. Und dann ist es bei Duisburg ja auch dann mit der Zeit schon irgendwie bergab gegangen und zuletzt dann eben sehr, sehr krachend. Und jetzt versuchen sie halt wieder den Weg nach oben zu finden. Aber so ansonsten war da ja eigentlich nix so. Und jetzt hast du Bochum in der zweiten Liga, du hast Dortmund und Schalke, die beide nochmal so in unterschiedlichen Abstufungen, aber trotzdem beide sehr, sehr krass eben bei anderen Vereinen Leute abwerben und auch nicht nur Spielerinnen abwerben, sondern eben auch Personal. Ja, ich meine, also das wäre, wenn ich da schon mal ganz kurz einhaken darf, auch eine Frage gewesen. Was für eine Rolle hat das denn aus deiner Sicht auch gespielt mit dem Trainer? Schon eine große, würde ich sagen. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass so diese letzte Saison mit Markus Högner, also die Saison 24, 25, die war ja auch schon nicht gut. Also das war ja die Saison, um das nochmal so für alle hervorzuholen, wo es nur einen Abstiegsplatz gab und Turbine Potsdam war wirklich extrem schwach und stand halt dann ja auch sehr, sehr früh eigentlich fest, dass sie halt eben runtergehen und das nicht mehr schaffen. Und alle anderen konnten sich dann so ein bisschen ausruhen und trotzdem ja, war das dann keine gute Saison. Also es gab viele Ergebnisse, die nicht gut waren. Man hat wenig gepunktet. Man hat da auch schon extrem wenig Tore geschossen, was jetzt in dieser Spielzeit halt ein Riesenproblem ist. Also von den Gegentoren mal abgesehen. Aber das viel größere Problem aus meiner Sicht ist, dass man einfach selber keine Tore schießt und hatte halt auch nicht wirklich eine Spielidee dafür. Und ich glaube, dass es ja, wenn man jetzt mit ihm weitergemacht wäre, man vielleicht so in einem etwas ruhigeren Fahrwasser gewesen wäre, weil man nicht diesen seltsamen Umbruch und diese merkwürdige Entscheidung im Sommer mit den beiden anderen Trainern gehabt hätte. Und vielleicht hätte man den einen oder anderen Punkt mehr auf dem Konto. Aber ich glaube, dass man, also da bin ich inzwischen überzeugt von, trotzdem extrem hart hätte gegen den Abstieg kämpfen müssen. Und ich bin nicht sicher, ob man es dann mit ihm geschafft hätte oder nicht. Also weil einfach so viel zusammengekommen ist. Es gibt Langzeitverletzungen natürlich. Das ist immer so ein Pechfaktor. Und natürlich kann man das auf eine gewisse Weise beeinflussen, wissen wir alle. Aber ja, kann man von außen immer schwer beurteilen. Aber letztendlich ja, fehlte mir auch da in der letzten Saison schon, da war ich ja auch, wenn wir hier gesprochen haben, öfters mal frustriert. Einfach so die Idee. Und es war nicht umsonst so, dass ich eigentlich so das Gefühl hatte, okay, ich finde das jetzt nicht in Ordnung, dass er zu Dortmund in die Regionalliga geht, aber ich glaube, ein neuer Impuls wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Nur die Art, wie dann dieser Impuls gelaufen ist, ist halt komplett in die Hose gegangen.
Aber ist es dann nicht auch ein Problem, dass das halt in eine Phase gefallen ist, wo die, Anforderungen an TrainerInnen und Lizenzen eben sich verändert hat? Also, weil das ist was, worüber ich jetzt also gerade natürlich auch, aus 050, da reden wir ja später noch drüber nachdenke. Ähm Wir haben ja dieses Thema, wie muss die Professionalisierung eigentlich laufen? Wo fängt man quasi an? Wo will man hin? Was sind Voraussetzungen und was sollte vielleicht am Schluss kommen? Hier schon häufiger gesprochen. Und die Frage, ob halt, ich sag mal, die Professionalisierung aufs allerhöchste Level zu heben, ob da der Trainerinnenposten mit der Pro-Lizenz der richtige Hebel ist oder ob man damit nicht eben auch wiederum Probleme schafft, weil wo sollen denn die TrainerInnen, die mit der Lizenz trainieren in der ersten Liga plötzlich alle herkommen? Ist ja schon durchaus auch eine berechtigte, ne? Ja, sicherlich. Also kann ich verstehen, so die Gedanken in die Richtung. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so die feste Meinung dazu, weil ich finde an sich das schon, glaube ich, eigentlich gut, wenn es da höhere Ansprüche gibt. Ich glaube, man hätte da vielleicht einfach eine längere Übergangszeit Mhm. schaffen müssen, als es die am Ende gegeben hat, weil die gab es ja, aber die war eben nicht so mega lang. Ähm, aber ich fand zum Beispiel auch bemerkenswert, dass die jetzige Cheftrainerin der SGS, Helene Jacques, ist ja eine Belgierin, die zwar auch lange in Deutschland gespielt hat, ja unter anderem auch für Turbine Potsdam, und die arbeitet halt auch gerade an ihrer Pro-Lizenz. Und die hat sich halt initiativ beim Verein beworben, weil es die mitbekommen hat, dass hier eine Trainerin oder ein Trainer gesucht wurde noch im Winter, weil die Interimstrainer Jessica Wissmann ja eben die richtige Mhm. Lizenz nicht hatte. Das war hier bei uns ja auch mehrfach Thema. Und das ist halt sowas, ja, was einem dann ja auch gewisse Dinge schon sagt, so, ne? Also wenn dann der Kontakt von der einen Seite gekommen ist und eben nicht von Vereinsseite, so wie man das üblicherweise eigentlich kennt. Ja, was bedeutet das denn jetzt für Essen? Gibt's irgendwas, was man schon also, um das mal festzuhalten, weil in den Medien auch viel darüber geschrieben wird, dass Essen um die letzte Chance kämpft und HSV noch zittert und so weiter und so weiter. Es bräuchte tatsächlich ein Wunder, weil die Tordifferenz ist um 11 Tore schlechter als beim HSV. Das heißt, selbst wenn der HSV verliert und Essen gewinnt, ich finde dann immer, das ist dann noch mal besonders bitter, wenn's an der Tordifferenz am Ende Mhm. hängt. Aber also die 11 Tore sind in einem realistischen Szenario eigentlich nicht mehr, Nee. aufzuholen. Also, dass jetzt das eine Team, nämlich ihr 6:5 gewinnt und 6:0 gewinnt und das andere 0:5 verliert. Also, da müsste schon Weihnachten und Ostern auf deinen Geburtstag fallen und, Ja, das also ich meine, dass der HSV gegen Bayern München hoch verliert, das ist ja sogar noch was, das man sich vorstellen kann. Und meinetwegen kann man sich auch ein 0:5 oder 0:6 vorstellen, aber die andere Seite der Medaille kann ich mir halt nicht vorstellen. Also dass Essen gegen Freiburg gewinnt, ist an sich schon schwierig. Und dann in einer anständigen Höhe gewinnen, dass man überhaupt in den Bereich kommt, wo man dann hoffen kann, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also, weil es ist ja nicht nur so, dass Essen die wenigsten Tore geschossen hat in der Bundesliga von allen Vereinen, sondern sie haben auch, das habe ich bei FOTMOB nachgeschaut, bei den Statistiken, die zweitwenigsten Großchancen von allen Vereinen in der Liga herausgespielt und von den Vereinen, die unten im Keller drin hängen, auch noch die meisten Großchancen vergeben. Und das war halt auch sowas, ja, also dass man bei diesem Spiel in Nürnberg, wo ich ja auch war vor Ort, ja sehr tragisch ja auch beobachten konnte. Also einerseits so dieses, was auch sehr oft passiert ist in dieser Saison schon, dass sie halt einfach in der dritten Minute schon viel zu früh ein völlig unnötiges Gegentor sich direkt wieder eingefangen haben. Und dann war das in der Spielzeit jetzt ja häufig so, dass sie sich dann extrem haben verunsichern lassen, eigentlich mhm, immer wenn irgendwas Negatives im Spiel ist, dann hast du schon immer gesehen, bei einigen Spielen so, okay, das wird heute nichts mehr. Also bei dem Spiel gegen Leverkusen beim letzten Heimspiel, mhm. da war das ja ganz krass. Da lief echt gar nichts zusammen dann mehr so. Und auch, also Hut ab an Leverkusen, die waren natürlich auch einfach mega gut, aber ja, gleichzeitig war diese Verunsicherung einfach so riesig. Und das war jetzt in Nürnberg tatsächlich mal anders. Ich hatte schon das Gefühl, so, dass sich da einige gesagt haben, hey,
Also wir müssen jetzt aber und wir müssen es versuchen und dass sie dann ja auch nach vorne gespielt und sich auch Chancen erspielt haben. Aber ja, also Lourdes Romero, die Torhüterin von Nürnberg, hat da einiges rausgeholt und ein paar Abschlüsse, die gingen dann halt auch einfach relativ weit am Tor vorbei. Also mit Chancenverwertung ist es einfach nichts. Und ja, war es wie gesagt ja auch in der letzten Spielzeit schon nicht. Mhm. Und also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das realistische Szenario das ist, dass Essen in die zweite Liga absteigt. Wir haben auch darüber schon häufig gesprochen, im Fußball der Frauen ist die erste und die zweite Liga also, Das sind ist ja zwei fast Welten. eher genau eine zufällige Verknüpfung und, jetzt, stehen wir ja gerade auch noch vor der Thematik, also, dass das Thema, FBL eben weiter angeschoben werden soll, dass es diese Ausgliederung von der ersten Liga geben soll. Das heißt also, da wird sicherlich, die Kluft nicht kleiner. Ist dann auch die spannende Frage, wie das eigentlich mit dem Essener Vertreter, in der FBL ist. Ich meine, ähm wenn man träumen wollen würde, dann würde man ja denken, die nehmen das vielleicht mal zum Anlass, um eben sich von Anfang an in der ersten und in der zweiten Liga zu verankern. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist eher nicht zu erwarten. Weiß man denn schon irgendwas darüber, wie das dann für Essen weitergeht? Konntest du da schon irgendwas rausfinden? Sind die da aktuell schon, redefähig und willig oder, wie sieht das aus? Nein, da gibt es keine Informationen, die irgendwie offiziell nach außen getragen werden. Also ich habe natürlich dem Verein verschiedene Fragen gestellt und habe darauf keine Reaktionen bekommen für meinen Artikel und dann im weiteren Verlauf zwar eine Nachricht darüber, aber keine Antworten auf meine Fragen, die ich da so hatte. Also da bin ich tatsächlich auch einfach mal sehr gespannt, wie es weitergeht, weil es ist ja von außen betrachtet schon sehr viel offen. Also wir haben mit Jana Feldkamp eine einzige Spielerin, die vor ein paar Wochen sehr, sehr öffentlichkeitswirksam, sag ich mal, sich eben dazu ja bekannt hat, dass sie auch im Falle eines Abstiegs beim Verein bleiben würde. Sie war ja die Rückkehrerin, die im Sommer gekommen ist und wo man Mhm. eigentlich sich so erhofft hatte, sie ist so die Stabilisatorin im Mittelfeld, war jetzt aber auch einfach extrem lange verletzt zwischendurch immer wieder, wo auch lange nicht so klar war, ja, was hat sie jetzt eigentlich genau? Ist es irgendwas am Knie? Genau. Und ansonsten ist nicht klar, ob die Verträge der anderen Spielerinnen, sofern sie nicht auslaufen, sowieso für die zweite Bundesliga gültig sind oder nicht. Mhm. Und ein anderes Thema ist, dass ständig Fans gerade sagen so, ja, also ich würde eigentlich gerne mal meine Dauerkarte verlängern. Warum kann ich das denn nicht machen? Und da ist halt eben die Frage, in welchem Stadion würde man denn dann spielen, wenn man jetzt absteigt? Also kann man dann im Stadion an der Hafenstraße bleiben? Das ist ein städtisches Stadion, das sage ich immer dazu, weil Leute immer denken, das gehört Rot-Weiß Essen. Das ist aber nicht der Fall. Es ist ein städtisches und man zahlt Miete dafür und man zahlt eben umso mehr Miete im Normalfall, je mehr von den Tribünen man öffnet für eine Partie und je mehr man davon nutzt. Und ja, ich denke mal, dass man da gerade in Verhandlungen ist, um das weiter nutzen zu können, weil das ein wichtiges Aushängeschild für den Verein natürlich wäre. Weil das einfach was anderes ist, als wenn du auf so einer anderen Bezirkssportanlage oder so innerhalb der Stadt bist natürlich. Also das hat ja eine ganz andere Wirkung auch für die Sponsorenlandschaft. Genau. Und schon auch für die Fans Ja, wahrscheinlich, ne? Also, ja die dann klar. einfach vielleicht weiterkommen würden. Ich meine, du weißt, wo du hin musst, also, du weißt, wie es angebunden ist. Das war ja bei Turbine Potsdam auch, die große Frage, was gewesen wäre, wenn die noch eins weiter runtergegangen wären. Wo landet man dann? Gehen die Fans mit und so weiter? Also, die hätten ja, glaube ich, irgendwo super weit außerhalb dann spielen müssen. Genau, du hast einfach auch eine andere Infrastruktur natürlich. Und ja, das ist sowas, wo ich halt auch denke, dass es einfach, ja, unglücklich gehandhabt ist. Also, jetzt zum Thema Dauerkarten, also zu dem, wie das jetzt mit dem letzten Heimspiel ist, da will ich gleich noch mal extra was zu sagen. Aber, ich habe mich jetzt auch mit mehreren Leuten so über die letzten Tage unterhalten, die halt alle gemeint haben: „Ja, also, das hätte doch jetzt auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen zu sagen,
wir bieten schon Dauerkarten an und das ist halt der Preis in der ersten Liga, das wäre der Preis in der zweiten Liga und falls sich nochmal was ändert, dann macht man es irgendwie mit Rückbuchung oder so oder man sagt halt den Leuten, sie können die schon mal reservieren, aber gezahlt wird halt erst, wenn es feststeht oder so und Das ja. ist eigentlich auch total üblich. Also, dass Ja. man sagt, ne, du kannst deine Reservierung schon es gibt ja auch einige Vereine, die mittlerweile tatsächlich da musst du aktiv die Dauerkarte kündigen. Auch das wäre ja 'ne Möglichkeit gewesen. Oder es ist halt einfach so, dass du 'ne Reservierung hast und dann hast du 'ne, ich sage mal, Wechselfrist. In Mhm. der kannst du theoretisch den Block wechseln. Willst du sitzen oder willst du stehen oder willst du irgendwo anders hin oder was auch immer. Aber das wäre ja durchaus 'ne Möglichkeit gewesen und eigentlich auch was Kluges, um die Ja. Leute eben, zu halten. Ja, also zumal jetzt auch so aus der Emotion heraus im Moment gerade sehr viele Leute, glaube ich, bereit dazu wären, zu Ja. verlängern. Aber ich glaube, je länger man wartet und je mehr sich dann halt auch so ein gewisser Frust, ja, ich sag mal so gesetzt hat, umso Mhm. unwahrscheinlicher wird es dann auch. Also das kennt man ja auch einfach von anderen Vereinen in ähnlichen Situationen so. Ja, voll. Und es ist total seltsam, dass sie das nicht für sich nutzen, weil es ist ja jetzt nicht so, als käme diese Situation aus dem Nichts. Mhm. Und zu planen, auch für einen möglichen Abstieg, bedeutet ja nicht, dass man ihn hinnimmt. Also deswegen kann man sportlich ja trotzdem bis zur letzten Sekunde um den Klassenerhalt kämpfen, Ja. aber halt beim organisatorischen Drumrum eben in die Zweigleisigkeit reinzugehen, das ist eigentlich ja Usus im Sport. Ja, und also ehrlich gesagt, wäre das auch, irgendwie so ein beruhigendes Zeichen, wenn man nach außen mal so signalisieren würde, so: „Wir beschäftigen uns damit ernsthaft“ und nicht nur dann, wenn wir kurz Jana Feldkamp, vor die Kamera halten, damit sie einmal sagt, dass sie bleibt, sondern eben auch, was solche Themen angeht. Weil ansonsten ist gerade halt vieles auf die Bewerbung von diesem Spiel ausgerichtet, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses letzte Heimspiel, was jetzt am kommenden Wochenende ist gegen den SC Freiburg. Davon hatten wir es hier ja auch schon ein paar Mal. Man möchte ja, das möglichst voll machen, das Stadion an der Hafenstraße und womöglich einen Rekord erreichen für das bestbesuchte Heimspiel eines selbstständigen Vereins im Fußball der Frauen. Das heißt, ja, man müsste da eben ich hatte es nachgeguckt, ich glaube, es war ein Spiel von Turbine Potsdam in der Champions League der Frauen, was gerade noch so den hält. In der Bundesliga weiß ich es gerade nicht. Aber es ist halt alles darauf ausgerichtet und da fließen jede Menge Ressourcen rein. Und auch wenn man bei einigen dieser Werbeclips denkt, so, okay, das ist jetzt so billig wie möglich, so viel Reichweite wie möglich, sind es trotzdem Ressourcen, bei denen ich mich dann schon frage, ob die nicht halt auch einfach in sinnvollere Dinge hätten fließen können, die halt vielleicht irgendwie diesem Team dabei geholfen hätten, ja, diesen Abstiegskampf besser absolvieren zu können, so. Und wenn es jetzt halt einfach noch mal eine Leihspielerin für ein halbes Jahr gewesen wäre, deren Gehalt man damit vielleicht hätte finanzieren können, anstatt eine Firma zu bezahlen, die Clips macht, von denen manche ganz charmant sind, weil sie mit echten Menschen erstellt wurden und da 'n ganz gutes Drehbuchkonzept hintersteckt, von denen einige aber halt auch so KI-Elemente beinhalten, die einfach sowas von abgrundtief peinlich sind und eigentlich gegen alles stehen, also was sich der Verein als Image aufgebaut hat. Also da siehst du dann künstliche Menschenmengen mit SGS-Fähnchen vom Essener Hauptbahnhof weglaufen in diesem pissgelben Licht, was ja diese KI-Videos oft an sich haben, wo du halt echt nur so denkst, so, Alter, ich glaube, ich spring gleich einfach in den Rhein-Herne-Kanal. Was macht ihr denn da? Das geht doch nicht. Also ganz, ganz fürchterlich. Triffst du dann im Rhein-Herne-Kanal schon das Maskottchen, für das ja auch schon eine aufwendige Kampagne diese Saison, gefahren wurde? Also, ich meine, das muss man halt sagen, ne? Die Frage ist schon so ein bisschen: „Worauf konzentriere ich Ja, mich?“ Und, ja. das ist halt das, was ich vorhin meinte. So, es wäre gut, diese Signale nach außen zu haben, dass man sich ernsthaft mit der sportlichen Situation befasst. Ja.
Was ich mich ja noch gefragt habe und auch das ist ein Thema, über das wir an der einen oder anderen Stelle schon gesprochen haben in Bezug auf dich und mich und dann wiederum unsere jeweiligen Vereine. Du warst ja vor Ort, hast du schon gesagt, und du hast dann hinterher auch für die Taz geschrieben. Du begleitest den Verein schon länger journalistisch, aber noch länger bist du eben auch Fan gewesen. Wie trennt man das denn an so einem Tag? Geht das überhaupt? Also, am Tag selber also, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin ja nicht als Berufsreise zu dem Spiel gefahren. Also, wenn ich das geplant hätte, dass ich am Ende dann tatsächlich auch so zeitnah über das Spiel schreibe, dann hätte ich mich akkreditiert, so wie man das normalerweise macht. Und dann wäre ich, glaube ich, auch noch mal irgendwie so mit einer ganz anderen Grundhaltung dahin gefahren so. Mhm. Aber ursprünglich geplant war diese Reise nach Nürnberg, tatsächlich, um Leute zu treffen auch. Also, liebe Grüße auch an dieser Stelle, an die Von Menschen in mir Nürnberg. unbekannterweise. Ja, Sind äh, Hörerinnen und Unterstützerinnen, dürfen wir genau. sagen. Ja, ne, aber so war das dann so. Ich wusste dann vorm Spiel schon, dass ich schreiben würde, weil ich eben Kontakt mit der Redaktion hatte von der Taz, und habe mir dann aber trotzdem also, ich war ja jetzt nicht akkreditiert, sondern hatte meine Eintrittskarte, also bin ich eben ganz normal hingegangen, habe Leute getroffen und habe das tatsächlich jetzt einfach dann erst mal so normal auf mich wirken lassen. Mich hat es natürlich emotional auch mitgenommen, und ich wusste schon, dass in dem Text, den ich schreiben werde, das dankenswerterweise jetzt keine taktische Analyse von diesem Spiel ist, wo man dann kleingenau auf Dinge achten muss, was ich sehr, sehr gerne mache, aber das wäre in dem Moment schwierig gewesen tatsächlich. Und ich habe dann halt eben eher auf die Sachen geachtet, die für das wichtig waren, worum es jetzt eben in diesem Artikel ging. Und ja, habe das jetzt einfach an dem Tag dann erstmal so alles für mich angenommen, habe mir nachher noch meine Notizen gemacht und habe aber sehr bewusst an dem Tag gar nicht geschrieben, weil das nicht sein musste, sondern habe dann am nächsten Tag damit angefangen. Und es gibt sicherlich unterschiedliche Arten, wie man damit umgehen kann. Du sagst da bestimmt ja gleich auch aus deiner Sicht noch mal was dazu. Aber was ich jetzt für mich so festgestellt habe, ist, dass es in den meisten Fällen für mich eigentlich gar nicht so ja, gar nicht immer so diese riesen emotionalen Ausschläge gibt und man irgendwie so automatisch eben einfach professionell seine Arbeit abliefert und es ist okay. Aber bei so einer Besonderheit, wo es halt eben so Bombs richtig zur Sache geht und es geht um richtig viel, da sieht die Sache dann anders aus. Ähm, und da habe ich für mich festgestellt, dass es halt erstmal nichts bringt, diese Emotionen raushalten zu wollen aus dem, was man schreibt. Das heißt, ich habe dann immer eine Erstfassung, die ja, die ist halt relativ emotional in verschiedene Richtungen. Das kann dann ganz verschiedene Ausformungen annehmen. Es ist jetzt auch nicht so, dass es dann direkt irgendwie so der super unprofessionelle Blog-Rant oder sowas ist, sondern es ist einfach ein anderer Tonfall und da stehen dann auch Sachen drin, von denen man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht sowas, das kann ich nicht direkt belegen, aber ich muss es jetzt trotzdem einmal aufschreiben. Und dann gehe ich danach halt durch und habe das für mich einmal so abgehakt und dann schreibe ich eine neue Version. Und die ist dann sehr, sehr anders. Und da sind dann einige Sachen nicht drin und andere Sachen mehr drin. Aber dadurch habe ich es dann halt einmal aussortiert. Also es muss halt einmal irgendwo hin und dann kann man es aufräumen. Und man kann dann ja auch im Nachhinein bei Sachen, die es nicht in den am Ende fertigen Artikel geschafft haben, sagen so, das ist trotzdem was, wo ich halt noch mal ran will und halt auch professionell ran will, aber dafür muss ich mit Menschen reden, die mir Fragen beantworten, ja, Ja. damit man da weiterkommt, so, weil wenn ich jetzt einfach nur meine Vermutungen rausposaune, das ist dann halt kein Journalismus mehr. Ne, auch wenn es Leute gibt, die das dafür halten. Ja, Aber um das vielleicht auch mal zu sagen, Annika wollte eigentlich eine Reise machen, bei der sie sich, mit der Stadt und mit allem, was da ja. schön ist, auseinandersetzt. Und, als dann die Anfrage kam, hat aber, ihr großes Verantwortungsbewusstsein schon auch ein bisschen gegenüber diesem Verein und dem, wie berichtet wird über so eine Situation, dann dazu geführt, dass sie den kompletten Samstag schreibend verbracht hat, anstatt bei diesem schönen Wetter durch Nürnberg zu schlendern. Kann man Ja. auch mal erzählen, finde ich. Ja, na ja.
ist jetzt so gewesen. Ich meine, die Stadt Nürnberg läuft ja zum Glück nicht weg und weil die Ergebnisse so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, bin ich jetzt eine gern gesehene Gästin, wurde mir schon gesagt. Also vor allem, wenn es für die Nürnbergerinnen dann vielleicht mal noch gegen andere Gegnerinnen gibt, mit denen man eine Rivalität hat oder so, darf ich gerne wiederkommen, habe ich gehört. Das heißt also, wenn du nächste Saison Erstliga-Fußball sehen möchtest, dann fährst du nach Nürnberg oder vielleicht auch nach Mainz. Ja, ja. Sollen wir mal den Verein wechseln? Machen wir das doch. Bitte, bitte. Es geht nämlich eigentlich ja auch weiter in dieser ganzen Geschichte mit, wie verändert sich der Fußball der Frauen, denn in der 2. Bundesliga der Frauen stehen die ersten Aufsteigerinnen fest. Das ist der VfB Stuttgart, denen damit ein Durchmarsch gelingt. Die haben nach dem Aufstieg in die 2. Liga jetzt direkt in der ersten Saison den Aufstieg in die 1. Liga gefeiert. Und man muss sagen, Stuttgart ist der Verein, der das auch sehr ausdrücklich wollte. Die haben von Anfang an gesagt, sie planen diesen Durchmarsch. Sie haben dafür sogar den Trainer entlassen, als sie zwischendurch mal nicht in den Top 2 waren, weil 2 eben ja aufsteigen, und haben es also jetzt am Ende geschafft. Das war eine sehr geplante Aktion und ich fast schon überbetone das deswegen so, weil es einen zweiten Verein gibt, der vor dem letzten Spieltag auf Platz 2 steht, und das ist Mainz 05. Die Stuttgarterinnen haben 57 Punkte, deswegen sind die schon fix durch. Mainz hat 52 Punkte und Sand hat ebenfalls 52 Punkte. Mainz hat aber die deutlich, deutlich bessere Tordifferenz. Also das ist überhaupt nicht einzuholen. Es sind 16 Tore, die Tordifferenz besser ist, also 43-27. Und Meppen, die auch noch relativ lange da oben mitgespielt haben, sind mittlerweile auf dem 4. Platz. Also waren sie schon vor dem Spieltag jetzt am Wochenende raus aus dem Aufstiegsrennen, haben aber eben auch relativ lange da so mitgemacht. Jetzt, Wo du Meppen gesagt hast, ist mir gerade bewusst geworden, dass ich dann in der 2. Bundesliga wieder den Meppenmann hören werde, der immer Meppen genau so ruft. Ja, ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber naja, ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Bitte fahre fort. Also 2 Dinge oder 3 Dinge sind interessant. Erstens, vor dem letzten Spiel stehen 2 Vereine auf den Aufstiegsplätzen oder 2 Teams, die beide Frauenteams von einem Lizenzverein der Männer sind. Und es sind auch noch die beiden Vereine, die zum damaligen Zeitpunkt als Erstligisten in der Männerbundesliga letzte und vorletzte waren, die sich überhaupt diesem Thema gewidmet haben, nämlich Stuttgart vorletzte und Mainz 05 tatsächlich letzte. Und man muss auch sagen, auch wenn es jetzt mittlerweile Verantwortliche gibt bei Mainz 05, die das sportlich schon ganz cool finden, also gewollt war das nicht. Man muss schon sagen, dass dieses Team sich gegen alle Widerstände auch im eigenen Verein da hochgearbeitet hat. Ja, Und das ist krass. Ja, auf jeden Fall. Und Mainz 05 ist für eine Aufsteigerin total solide in die Saison gestartet. Dann haben sie eine Phase gehabt, die richtig genial war, wo sie auch so ihren Spielstil gefunden haben und wo sie viele, viele Tore geschossen haben und wo sie sich dann immer so in den Top 3, Top 4 wiedergefunden haben, wobei da die Top 4 noch deutlich näher aneinander waren punktemäßig, als sie es halt jetzt sind. Und dann habe ich mich mit Spielerinnen unterhalten vor dem letzten Spiel des Jahres, was aber schon das erste Spiel der Rückrunde war, wo sie dann damals so gesagt haben, also wenn sie das Spiel gewinnen, das war auswärts in Sand,
Mhm. dann sind sie eigentlich durch. So. Natürlich ist es nichts, was du dann öffentlich sagst, so, aber es war so dieses, dass die Spielerinnen gesagt haben, wenn das gelingt, wenn sie in Sand das Spiel auswärts ziehen in dieser Phase, dann kann sie eigentlich nichts mehr stoppen. Mhm. Und dann haben sie es aber verloren und hatten dann, ich glaube, 4 Spiele am Stück, wo sie nicht gewonnen und keine Tore geschossen haben und sind dann schon auch ein ganzes Stück da rausgerutscht. Und dann haben sie einen totalen Lauf bekommen. Und das hat aus meiner Sicht ganz viel mit einer Spielerin zu tun, nämlich mit Vital Katz, die ja, also ich finde wirklich, die hat eine solche Energie und du spürst bei der, dass die das möchte. Es fehlen ja einige Spielerinnen diese Saison schon lange verletzungsbedingt, also auch zum Beispiel Heidrun Sigurdardóttir, die ja Kapitänin war schon seit Schott-Zeiten, die jetzt auch, ich fand, also relativ lieblos verabschiedet wurde beim Heimspiel am Wochenende, zusammen mit vielen, vielen anderen Spielerinnen tatsächlich, die teilweise auch sich aus Verletzungen, also nicht dauerhaft zurückkämpfen konnten, aber auch zum Beispiel eine Ann-Christine Schäfer, die also auch zu Schottzeiten schon da war, die immer dann die zweite oder dritte Torhüterin war, die sicherlich ihren großen Moment hatte in dem DFB-Pokalspiel gegen Wolfsburg, als sie eingewechselt wurde. Gibt auch schon die ein oder andere Spielerin, wo man mittlerweile weiß, dass es also eine Vertragsverlängerung geben wird. Gibt aber auch sehr viele, wo ich glaube, dass es schon davon abhängig ist, in was für einer Liga die nächste Saison spielen. Also, es gibt, glaube ich, schon auch eine Handvoll Spielerinnen, die würden nicht bleiben. Mhm. Das sind die, die den Aufstieg intern wollten und die ihn halt auch spielerisch vorangetrieben haben. Und, der Trainer, Takashi Yamashita, finde ich, macht das super. Der ist, sehr zurückhaltend in seinen öffentlichen Äußerungen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass also wenn der mit den Spielerinnen arbeitet, dass das dann auch anders klingt, ohne jetzt logischerweise dabei zu sein. Und ich fand's krass. Ich meine, die haben zur Halbzeit am Sonntag gegen Ingolstadt 3:0 geführt. Und als sie ihn dann nach dem Spiel fragen, wie er es denn fand, sagt er halt, also in der ersten Halbzeit, da ist halt eine Ingolstädterin relativ früh mit Rot vom Platz geflogen. Hat man gemerkt, dass seine Spielerinnen nicht alles geben, weil sie 11 gegen 10 spielen. Und das will er so nicht sehen. Und da haben sie in der Halbzeit dann mal ganz offen drüber gesprochen. Und alle, die im Stadion waren halt so, wow, was für eine Halbzeit, was für wunderschöne Tore. Also wirklich ein Tor schöner als das andere. Aber weil der so ist, wie er ist, und weil dieses Team so ist, wie es ist, stehen sie jetzt da oben. Mhm. Und du hast es gemerkt, also auch eine Chiara Busian, wo man ja auch immer gesagt hat, ne, die ist natürlich auch aus ihrer Verletzung heraus überhaupt da bei Mainz damals in der Regionalliga gelandet. Ja, und eine Nadine Anstadt. Also es gibt viele, viele Spielerinnen in diesem Team, die man jetzt irgendwie nennen könnte. Aber die haben das wirklich auf dem Platz geschafft. Also das Team und das Trainerteam, das sind die, wo man sagen muss, die wollten's. Und wenn sie es jetzt schaffen sollten, ich meine, gibt jetzt viele, was auch ein bisschen witzig ist, im Umfeld des Vereins, die sich die ganze Zeit null dafür interessiert haben, was die Frauen machen, die dann jetzt so sagen, ja, die spielen am letzten Spieltag gegen den Tabellenletzten, damit sind sie ja quasi schon aufgestiegen, wo ich mir so denke, im Mhm. Fußball der Frauen wie im Fußball der Männer kann alles passieren. Und bevor nicht alle Spiele abgepfiffen sind, wird auch kein Aufstieg gefeiert, weil ja, es ist sehr wahrscheinlich, so wie die zuletzt aufgetreten sind, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Aber man weiß es halt auch nicht. Und ich meine, umgekehrt ist es so, Sand hat jetzt wirklich also überraschend abreißen lassen. Also die haben zum Beispiel auch gegen die zweite von Eintracht Frankfurt verloren. Ja, genau. Also sie haben verloren gegen die zweite von Eintracht Frankfurt. Die, ja, die sind jetzt, ich muss gerade mal kurz auf die Tabelle gucken, Zehnte, punktgleich mit Potsdam, die ja auch wieder richtig da unten reingerutscht sind. Das heißt, lass mich mal ganz kurz rechnen. Na ja, gut, okay, ist eigentlich auch Bayern 2,
die Tordifferenz so viel schlechter, dass da nicht mehr wirklich was passieren kann. Aber also, ne, die sind an einem ganz anderen Ende der Tabelle zu finden. Sand, muss man sagen, ist offensichtlich nervös geworden. Und gleichzeitig, wenn die aufsteigen würden, / aufgestiegen wären, wäre auch noch die Frage gewesen, ob sie die Lizenz überhaupt bekommen. Also weil sie dürfen halt schon mal mit den veränderten Bedingungen nicht wieder in dem Stadion spielen, in dem sie halt jetzt spielen, in der ersten Liga. Ja, richtig. Also das wäre halt irgendwie was gewesen, wo sie vielleicht in ein Ausweichstadion hätten gehen müssen, weil das nicht Karlsruhe war da im genau Gespräch. nicht finanzierbar gewesen wäre. Und es gab dann ja auch zwischenzeitlich immer Berichte, dass ja, also wo ich mich gefragt habe, ob sie das überhaupt schaffen, diese Saison zu Ende spielen, weil offensichtlich da ja also große finanzielle Probleme auch waren, weil da so ein Investor aus der Schweiz halt gar nicht das Geld gezahlt hat, was er hätte zahlen Komisch, ich sollen. dachte, InvestorInnen sind irgendwie die Lösung im Fußball der Frauen und wir lassen jetzt alle Geld seitlich reinbuttern und dann wird alles gut, ne? Ja, das. Und genau, jetzt ist also noch ein Spieltag zu spielen. Alle Spiele finden am Sonntag um 14 Uhr statt. Mainz muss eben auswärts in Warbein antreten. Warbein ist Tabellenletzte mit 6 Punkten. Die haben 3-mal unentschieden gespielt und einmal gewonnen, allerdings auswärts in Ingolstadt. Das heißt, deren großer Traum ist natürlich, sich mit dem ersten Heimsieg der Saison zu verabschieden. Ich hoffe für meine Nerven, dass das nicht passieren wird und wir nicht irgendwie drauf warten müssen, was Sand parallel macht. Also, weil das ist wirklich mal ein Spiel, da werde ich einfach nur Emotion hinfahren. Ja. Ähm, Ja, ich und drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das schafft. Also auch wenn, wie wir vorhin ohne die Aufnahme drüber gesprochen haben, unsere Vereine dann sehr wahrscheinlich nicht in derselben Liga sich befinden das ist halt werden, der Scheiß, Annika. Das war so nicht ausgemacht. würde ich es dir sehr, sehr gönnen. Und Fun Fact, Trainer von Warbein, wer ist das gerade? Thomas Gerstner, der ganze 5 Spieltage lang am Anfang der Saison der ja, Trainer der SGS Essen war, weil Robert Augustin nicht die stimmt. richtige Lizenz hatte. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass ich kurz gestutzt habe, als die den da geholt haben. Also auch die haben den Trainer schon gewechselt, hat aber auch nicht wirklich was gebracht. Und Sand, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, spielt zu Hause gegen Stuttgart. Ich glaube nicht, dass Stuttgart sich da was nachsagen lassen will. Also ich glaube, die werden auch ordentlich nochmal auf die Tube drücken. Vor allen Dingen können die halt auch noch 60 Punkte erreichen, was ja auch irgendwie dann nett aussieht. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Und dann gibt's 1000 oder gäbe es 1000 Fragen, wie das eigentlich in Mainz weitergeht. Wo spielen die dann? Sind sie Erstligistin ohne eigene Kabine? Was passiert? Wie viel investiert der Verein? Ich fand es ganz spannend, dass in so einem Interviewformat Christian Heidel dann vor dem letzten Spiel plötzlich gesagt hat, ja, er will da irgendwie 7000 Leute sehen und so. Wo sollten die denn plötzlich herkommen? Weißt du, die ganze Saison machen sie überhaupt keine Werbung. Und dann haben sie so ein Posting gehabt mit dem Philipp Tietz, also Spieler der Männer, der irgendwie sagt, ja, wir drücken euch am Wochenende die Daumen, das wird ganz toll. Und es ist überhaupt nicht klar, worum es geht. Also wenn man nicht gesehen hätte, dass der Post ausnahmsweise mal vom Frauenkanal und vom Hauptkanal, der ja 99% der Zeit einfach der Männerkanal ist, geteilt wurde, wäre gar nicht klar gewesen, an wen sich das eigentlich richtet. Mich mit einem Kumpel unterhalten, der meinte, er dachte auch so, ist Philipp Tietz am Wochenende krank, weil er sagt, ich drücke euch die Daumen, kann er nicht mitspielen. So, Oh hä? Mann. So. Ja, aber es wird spannend. Also ich finde auch spannend die Frage, wer vom Verein wird da am Sonntag sein von den Verantwortlichen. Fahren die dann da auch mal nach Verbein? Also Kleve ist das ja die Ecke. Oder ist für die, wenn die Männer am Samstag gespielt haben, die Saison beendet? Wie wird das für JournalistInnen? Wenn ich in Warbein vor Ort sein möchte, habe ich dann trotzdem eine Chance, bei den Männern die Abschlussmedienrunde zu erleben oder findet es einfach parallel statt, was ich ehrlich gesagt tippe? Fragen über Fragen.
Ja, was mich mal sehr interessieren würde, aber das, ja, ich weiß nicht, hast du ja vorhin auch schon so als offene Frage angedeutet, ist, ob das Stadion überhaupt, also den, Lizenzkriterien in der ersten Liga entsprechen würde. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt. Da wäre jetzt auch momentan, glaube ich, noch zu früh, um da Mhm. irgendwelche Fragen an den Verein zu stellen, aus der Erfahrung der bisherigen. Weil ich hatte das ja mal vor dem Aufstieg in die zweite Liga gefragt, wie das eigentlich ist, mit dem, wo sie damals noch gespielt haben bei der Schott. Mhm. Ja, das war auch eher schwierig. Aber was klar ist, ist, dass der Trainer dann direkt die nächste Lizenz machen müsste. Ja. Der ist schon, Jemanden möchte man dann auch halten. also, sie wären sehr dumm, wenn nicht, aber ich Mhm. meine, ich schließe nichts aus. Dinge, die Menschen über ihren eigenen Fußballverein sagen. Es ist jedenfalls krass, ohne dass jetzt, also, ich möchte immer gar nicht so sehr das abreißen lassen mit dem Fußball der Männer, aber ich war ja gestern eben erst, bei den Frauen nachmittags 14 Uhr, früher Nachmittag, und dann abends 19:30 absolut räudige Uhrzeit, wirklich. Habe auch nicht verstanden, dass es 05-Fans gab, die sich drüber aufgeregt haben, dass die Fans von Union Berlin gegen die Anschlusszeiten protestiert haben mit Tennisbällen. Also, ich meine, wir haben auch gewitzelt: „Mann, wegen euch kommen wir jetzt noch 10 Minuten später ins Bett." Aber es war halt auch ein Witz. Also, eigentlich finde ich's halt wirklich richtig. 19:30 sonntags abends 'n Auswärtsspiel mit der Distanz von Berlin und Mainz, weißt du? Also, es hätte auch durchaus die Möglichkeit gegeben, das zu 'ner früheren Uhrzeit zu machen. Oder man terminiert halt wirklich diese letzten Spiele erst, wenn klar ist, wer noch europäisch spielt und wer nicht, und Mainz halt eben bekanntermaßen nicht mehr. Aber, ja, das Spiel hat mich deutlich weniger berührt. Aber bei den Frauen, das war schon krass, wie in alten Zeiten am Bruchweg stehen und aktualisieren, wie's auf dem anderen Platz ist. Ja. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, warum das Spiel in Mainz, doch noch, eine gewisse Magie hatte am Sonntagabend, sprechen wir doch erst mal darüber, warum du zwar mit einem Bein in die zweite Klasse rutschst, in die zweite Liga, aber mit dem in die zweite Klasse, düt düt. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Aber mit dem anderen Bein wiederum, eine Liga höher stehst als bis gerade. Was ist da los, Annika? Ja, die Männer von Schalke sind mal wieder in die erste Bundesliga der Männer aufgestiegen und, Krass. also, ich meine, das konnte man hier ja auch hören. Ich habe nicht damit gerechnet vor der Saison, womit ich aber auch nicht Mhm. alleine bin. Ich fand das sehr schön, dass, bei dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, wo sie das dann klargemacht haben, danach ja auch, Simon Terodde, der ist ja inzwischen ja Experte da bei Sky und, der war dann die ganze Zeit da so am Mikrofon und, sogar der hat gesagt, er hat nicht damit gerechnet. Das hat mich ein bisschen beruhigt mit meiner eigenen Simon Einschätzung. Terodde ist Experte. What a time to be alive. Egal für was Experte. Ich finde, der macht es tatsächlich sogar ziemlich gut. Ja? Ja, ja, also da gibt es, deutlich, wie soll ich sagen? Wir wissen auch so, was du Ja. meinst. Ne, also das habe ich auf dem Sofa erlebt, das Spiel gegen, Düsseldorf und, das war sehr positiv emotional und sehr, sehr schön natürlich. Einfach, das wieder zu sehen, dass sie das geschafft haben und, ich habe tatsächlich auch in dieser Saison, würde ich sagen, kombiniert wahrscheinlich so viele Spiele gesehen wie in den Jahren davor zusammengerechnet nicht von den Männern von Schalke, weil sich das dann über die Zeit irgendwie dann doch so ein bisschen so mehr wieder dahin bewegt hat. Und ich habe die dann jetzt nicht immer alle mit 100%iger Aufmerksamkeit geguckt Mhm. oder so, weil ich dann manchmal parallel an irgendwas anderem rumgewurschtelt habe. Aber ja, ich habe doch ein bisschen mehr mitbekommen so. Und genau, jetzt in Nürnberg hat sich das dann
dann natürlich so ergeben, also weil das Spiel der SGS war ja am Freitag und das der Schalker in Nürnberg am Samstagabend, dass ich da dann auch hingehen konnte. Und ja, das war halt, also man weiß das ja, ne, es gibt diese Fanfreundschaft, es war einfach eine riesige gemeinsame Party auf dem Rasen. War es vor allem eine Party für Nürnberg, weil man den Schalke-Spielern noch die Ibiza-Party von unter der Woche sehr deutlich angemerkt hat. Ich glaube, Edin Dzeko war das, der das am Ende auch gesagt hat, dass sie das wahrscheinlich noch in den Beinen hatten. Und In den Beinen. Warum denn in den Beinen? Haben die das Bier mit dem Knie getrunken? keine Ahnung, das war doch, glaube ich, Clara Bühl, die irgendwann zuletzt diesen schönen Versprecher hatte von den Liedern, die sie getrunken haben und den Getränken, die sie gesungen haben oder so. Also so in die Richtung ging das wahrscheinlich. Ja. Nee, aber also es war toll, das so zu erleben. Ich hätte mir natürlich schon gewünscht, dass ich dann auf dieser Wochenendreise zumindest mal ein Tor von einem meiner Teams bejubeln darf. Das Boah, war Annika, mir, war mir bist aber leider auch nicht, unersättlich. nicht vergönnt. Nee, aber es ist schon in Ordnung. Also ich meine, für Schalke ging es jetzt ja auch um nichts mehr. Also der Aufstieg steht fest. Sie sind Meister der 2. Bundesliga. Haben es jetzt auch Und alle hinten dran so dumm angestellt, dass immer noch nicht klar ist, wer mit hochgeht. nee, das wird noch richtig kribbelig da jetzt am Ende. Also auch Ähnlich wie bei den Männern in der 1. Liga unten, ne? Wo ja, jetzt 3 genau. Vereine 26 Punkte haben und man sich so denkt, was denn da passiert? Ja. Also völlig absurde Situation eigentlich, wenn man sich das mal so genauer anguckt. Ja, nee, also ich fand's jetzt wirklich positiv sehr überraschend, wie diese Saison verlaufen ist. Ich hatte hier ja auch durchaus so meine Probleme mit der Entscheidung pro Frank Baumann. Man muss aber festhalten, dass einfach die Transfers, die der jetzt gemacht hat, also fast durch die Bank weg, alle richtig gut gegriffen haben. Dass ja, das irgendwie auch ein richtig tolles Team ist, das da über die Saison auf dem Platz stand und ja, mich auch der Trainer einfach sehr überzeugt hat. Also und jetzt auch nicht nur als Trainer, sondern durchaus auch so auf der menschlichen Seite. Ich meine, wir hatten da ja auch gesprochen über den einen Rassismusvorfall bei einem Auswärtsspiel, wo er dann da auch diese krasse Pressekonferenz hatte, wo er sehr gute Äußerungen getroffen hat, wie ich fand. Also da passte schon wirklich vieles sehr, sehr gut zusammen so. Ja, und gleichzeitig war das jetzt für mich zum ersten Mal seit 2024 bei den Olympischen Spielen das erste Mal wieder ein Besuch von einem Männerfußballspiel. Also da war ich ja bei einem Spiel der Franzosen tatsächlich, weil sich das zufällig so ergeben hatte. Und da war ich aber im Pressebereich und das war irgendwie dann so eine andere Nummer. Und jetzt halt so in eine Fankurve zu gehen und alle sind schon besoffen, wenn sie da ankommen und so. Das war, ja, also das war schon so eine Challenge, wenn man das nicht mehr gewohnt ist, sich da so reinzubegeben und sich erstmal wieder daran zu gewöhnen, was dann so das andere in dem Bereich dann akzeptierte Normalitätslevel von gewissen Dingen ist so. Es war okay, also ich hatte schon meinen Spaß, es war schön, aber es war schon sowas, wo ich dann auch im Nachhinein nochmal so drüber nachgedacht habe, so, ja, ich glaube, also jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende hätte ich da echt keinen Bock drauf inzwischen mehr, also gar nicht. Ja, das kann ich verstehen. Ja, also wundert jetzt, glaube ich, auch niemanden von den Leuten, die uns hier zuhören. Nein, und das ist schon schade, also weil ich bin da auch durchaus bereit zu sagen, ich habe das in der Intensität erst verstanden, als ich vor 2 Jahren selbst komplett aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Man kann auch wenn man nicht betrunken ist, aber wenn man so seine 2, 3 Bier trinkt über so einen Nachmittag beim Fußball, dann erträgt man Dinge auch anders. Ist einfach so. Und äh, ich finde viel so von diesen Rücksichtslosigkeiten, also auch so, ich habe ja oft Kids dabei, wenn man dann sagt, kannst du vielleicht die Kippe nicht genau dem Kind vor die Nase halten, dass es dann Leute gibt, die sagen, ja, lass das Kind doch zu Hause oder geh in den Familienblock oder so. Also ich habe da um mich rum wirklich eine
total tolle Bubble von Leuten bei uns im Blog und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass der Großteil der Fußballfans einfach nur eine gute Zeit haben möchte, aber es gibt halt auch einfach viel über die Stränge geschlagen und viel davon ist mit Ja. Alkohol assoziiert. Ja, also das Beispiel dafür, was ich jetzt von dem Spiel habe, ist nach dem Spiel auf dem Nachhauseweg, wenn ihr das vielleicht kennt, weil ihr schon mal in Nürnberg bei einem Spiel wart, wenn man dann zur S-Bahn geht, dann sind die Eingänge zu den Gleisen ja in so einem Tunnel. Und da knubbelt sich natürlich alles, weil die Leute warten müssen, bis sie zu den Gleisen hochgelassen werden. Da stehen dann ja Polizei und Ordner und lassen erstmal nur so eine gewisse Menge durch. Und dann kommen halt von hinten immer mehr Leute. Und es gibt auch Leute, die einfach nur durch den Tunnel durchgehen wollen. Ja, und dann hatte man jetzt die Situation, dass man da die sehr betrunkenen Schalke-Fans hatte, die halt Lieder gesungen haben und dann angefangen haben, so Hüpf-Pogo-Sachen zu veranstalten. Das war für die bestimmt sehr, sehr spaßig, aber die haben halt auf ihre Umstehenden überhaupt keine Acht gegeben und es hat keine halbe Minute gedauert, bis halt so eine Frau, die eh schon einen bandagierten Arm hatte, neben mir einfach komplett umgestoßen wurde. Die hat das nicht gesehen von hinten, dass da jemand halt da so pogomäßig angeflogen kommt und halt einfach volle Kanne auf den Bürgersteig draufgeknallt ist. Und die hatte meiner Meinung nach sehr großes Glück, dass die sich nicht noch mehr getan hat. Die ist dann aufgestanden und hat es sich so aus den Kleidern rausgeschüttelt und das war erstmal okay. Aber so an sich war das keine gute Situation. Also da hätte auch wer weiß, was jetzt irgendwie so passieren können, wenn da jetzt irgendwie eine Panik ausgebrochen wäre oder so. Also das war so der eine Moment, wo ich so dachte, I don't know if I want to be here, aber also es hat sich dann alles sehr schnell ja auch wieder runtergeregelt, aber ja, also das sind so Momente, die hast du halt beim Fußball der Frauen dann tatsächlich einfach nicht, also weil du halt selten diese Menschenmassen hast und dann halt vor allem nicht so krass alkoholisierte. Die hast du bei ganz vielen anderen Großveranstaltungen mit so vielen Menschen? Also, um das auch klar zu sagen, das ist jetzt nicht Konzerte, Festivals, fußballspezifisch, ja. genau. Aber es ist halt 'n großer Unterschied zwischen dem Fußball der Frauen und dem Fußball der Männer. Mhm. Sollen wir mal kurz noch nach Mainz gehen? Ich würde sagen, das tun wir. Ich würde vielleicht eine Sache noch nachschieben wollen, weil ich das vorhin vergessen habe zu sagen. Es ist nämlich so, dass ja auch die erste Frauen von Schalke aufgestiegen ist. Also die stehen fest, dass sie in der Regionalliga spielen werden. Und ein bisschen kurios, was sich daraus ergeben könnte, ist, dass ja die erste von Borussia Dortmund bekanntermaßen nicht mehr in der eigenen Hand hat, aus dieser Liga in die zweite Bundesliga rauszukommen, weil sie haben gegen Köln 2 schon gespielt und die haben nun mal eben 2 Punkte mehr und haben sich bis jetzt keinen Ausrutscher geleistet. Und falls das so weitergeht, könnte es sein, dass Dortmund 2, die sind gerade mit Schalke 1 in einer Liga, auf den Aufstieg verzichten muss und dann halt die beiden, also Schalke und Dortmund 1, wieder in einer Liga sind und dann halt mit Alexandra Popp dieses Duell haben, was nochmal auf einem ganz anderen Level interessant werden würde, meiner Meinung nach. Ja, Mhm. deswegen wollte ich das hier mal eben noch so kurz erzählt haben, weil ich glaube, das ist nicht bei vielen Leuten gerade noch nicht so auf dem Schirm. Ja, Genau. wahrscheinlich nicht. Ne, genau. Wir vergeben heute quasi an ungewohnter Stelle einen total logischen und wichtigen Kronenkranich. Und zwar werden wir heute euch verabschieden ohne Blitznews und dafür aber noch mit einer Handvoll Empfehlungen. Aber warum landen wir nochmal in Mainz und wer kriegt da einen Kronenkranich? Keine Mainzerin an dieser Stelle, sondern wir freuen uns mit und über und für Marie-Louise Ether. Ich habe gestern
als wir nach dem Spiel der Frauen zusammensaßen bei einer Pizza, bevor wir gewandert sind zum Spiel der Männer, gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt wünschen soll, weil natürlich möchte ich immer, dass Mainz 05 die 3 Punkte holt. Auf der anderen Seite ist es einfach überfällig, dass ETA mit ihrer ja sehr guten Arbeit, die sie da leistet, mal ein Spiel gewinnt, weil sie es verdient hat und aber auch, und ich sage das in der Deutlichkeit, um da mal ein paar Leuten online ins Maul zu stopfen, ähm, ja, und das hat sie gemacht und das war groß. Und ich finde auch, wenn man hinterher gesehen hat, also was es medial für ein Echo hervorgerufen hat, da gibt's schon einige, die verstanden haben, was das bedeutet. Vorhin auch für web.de drüber geschrieben. Ich ärgere mich immer, wenn Fußballerinnen tolle Spiele spielen und es dann heißt, die sind tolle Vorbilder für kleine Mädchen, weil ich mir denke, Mhm. eine Fußballerin kann halt ein Vorbild für Mädchen und für Jungs und für alle und für niemanden sein. Aber bei ETA jetzt ist es eben wirklich so, kleine Jungs wissen von Anfang an, dass sie auch Trainer werden können, wenn sie möchten und, alle anderen wissen es halt nicht. Und, viele kleine Mädchen und junge Frauen und, ja, viele Menschen insgesamt, die sich nicht cis-männlich identifizieren oder auch tatsächlich, cis-männlich und weiß sind. Also, weil das ist einfach, das, was im Fußball eben momentan auf diesen Ebenen von Verantwortung noch als Normalität vorgelebt wird. Das ist, glaube ich, kein Wunder, dass, die besten Takes, zu ETA, von, Kompanie kommen. Darüber haben wir ja auch schon mal ansatzweise gesprochen. Mhm. Der kann das sicherlich, auf eine andere Art, aber, an der einen oder anderen Stelle gut nachempfinden. Und ja, ich habe gestern, wieder meine kleine Stadionbegleitung, dabei gehabt und erst als ich ihr gesagt habe: „Soll ich dir mal erklären, warum das jetzt zwar scheiße ist, dass 05 verloren hat, aber warum heute trotzdem 'n guter Tag ist“, war sie so: Weil Ich natürlich finde das mit das immer so süß. ja, das ist mit 12 natürlich noch mal anders nervig zu verlieren. Aber ich habe es ihr dann erklärt und, ja, man hat das auch gemerkt, fand ich gestern. Und ich habe sehr, sehr gerne hinterher die ganzen Online-Takes gelesen und ja, wir wissen alle, dass, 'ne Frau in der Position 200% geben muss und dass, der Einstieg, den sie hatte mit Niederlagen, also im ersten Spiel unglücklich zu Hause gegen Wolfsburg, dann halt, ich meine, gegen Rasenball, was willst du machen? Und dann 'n Unentschieden gegen Sankt Pauli, das ist jetzt nichts, also worüber normalerweise Worte verloren werden würden bei jemandem, der 'n abstiegsbedrohtes Team übernimmt. Aber bei ihr halt eben schon und, umso toller, dass, ja, sie jetzt den ersten Sieg in der Tasche hat und das ist wirklich ein historischer Moment und so wichtig es ist zu normalisieren, dass Frauen in diesen Jobs arbeiten, so wichtig ist es aber auch, diese Meilensteine hervorzuheben und, ja, Ja, herzlichen Glückwunsch. auch von mir und, wie du schon gesagt hast, ich finde, man darf das durchaus auch einfach mal feiern und, genießen und so stehen lassen. Und ich fand das auch sehr, sehr cool. Ich habe so in den letzten Wochen tatsächlich auch vor dem Sieg schon auch so, aus der internationalen, ich sage mal so Mhm. Nerd Taktik-Bubble durchaus einige Beiträge, also Texte, aber auch Videobeiträge gesehen, wo Leute halt, genau hingeschaut haben, was sie macht, aber halt auf die Taktik. Ja. So. Und, wo Was man auf dann ihre Arbeit? Moment. wo man dann, an den Sachen auch schon ablesen konnte, so ja, der Turnaround, der kommt wahrscheinlich auch und dann ist er jetzt halt gekommen so. Das ist, sehr, sehr cool. Ja, genau. Deswegen, fliegt unser Kronenkranich nach Berlin diese Woche. Mhm. Und, jetzt haben wir noch eine ganze Latte von Empfehlungen, bevor wir euch für diese Woche entlassen. Ja, genau. Also einiges davon ist so in eigener Sache, was von uns beiden oder was auf der Bolztribüne passiert ist, aber wir schieben voran mal ein paar Sachen, die andere tolle Menschen gemacht haben. Und zwar als allererstes mal ein Projekt, das heißt World Cup the Syllabus. Und das ist eine gigantische Materialsammlung auf Englisch,
die für eine kritische Auseinandersetzung mit Fußball-Weltmeisterschaften insgesamt, also nicht nur die der Männer, sich auseinandersetzt. Das ist unterteilt in verschiedene Themenbereiche, also dezidiert die FIFA, Migrations, dann gibt es einen ganzen Bereich zu Protesten und Widerstand und einen zu Kunst und Kultur, Menschenrechte, die Stadien und nochmal zu Technologie. Und es gibt, wenn ihr auf diese Themenbereiche geht, immer eine kurze Einführung mit Fragestellungen darunter. Das ist sowas, das kann man für sich mitnehmen, wenn man sich durch diese ganzen Leselisten klickt oder vielleicht auch Sachen, die man in der Gruppe diskutieren kann, weil ich sehe das gerade sehr, sehr häufig, dass Leute ja auch fragen, naja, aber was kann man denn an vielleicht Alternativen machen, wenn man die WM nicht gucken will oder wenn man sie zwar gucken will, aber man will kritisch sich irgendwie beschäftigen, vielleicht auch mit seinen eigenen Kindern oder so. Ich glaube, da werdet ihr fündig. Es ist nur halt eben alles auf Englisch. Aber ja, sehr viel, was man sich da raussuchen kann. Es ist kuratiert worden von einem internationalen Team von WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Disziplinen, von Geschichte über Sport bis Gender- und Demokratieforschung. Also richtig geiles Zeug. Ich selber habe mich da irgendwie erstmal einen halben Tag verloren, als ich das gefunden habe. Ja, kann man für ganz viele Dinge auch so noch benutzen. Deswegen einmal hier auch eine ausführliche Empfehlung, weil man einmal, glaube ich, auch erklären muss, was das überhaupt ist. Sehr schön. Dann haben wir für euch ein Interview mit Irene Fuhrmann. Ihr erinnert euch, ehemals Nationaltrainerin in Österreich. Der Anlass ist eben genau Marie-Louise Eters Verpflichtung. Und sie spricht über strukturelle Gleichberechtigungsthemen für Frauen im Fußball insgesamt und sagt beispielsweise, dass Ralf Rangnicks Forderungen für den Fußball eben angehört und umgesetzt wurden, während sie chronisch unterbezahlt war und immer so mehr oder weniger als hysterisch abgetan wurde. Sehr, sehr lesenswert. Ja, dann ist Manchester City ja der aktuelle Verein von Deutschlands Verteidigerin Rebecca Knag und die hat tatsächlich gerade mit dem Verein den allerersten WSL-Titel gewonnen. Durchaus auch etwas überraschend und da hat Emma Sanders einmal alle Hintergründe über diese Saison für die BBC zusammengestellt. Genau, und dann haben wir noch einen Text aus der LA Times und zwar geht es da um das Stadion in LA. Da drohen nämlich die Beschäftigten mit Streik, falls während der WM Eis anwesend sein sollte. Es geht da einerseits um die Sicherheit der Mitarbeitenden, aber eben durchaus auch um die der Fans. Jawollo. Dann ganz frisch und neu auf der Bolz-Tribüne hat Nina Potzel, die ihr ja alle kennt und wahrscheinlich sehr, sehr schätzt vom Frauenfußball-Podcast, wieder ihre Sommertransferübersicht für uns angefangen. Da könnt ihr alle Liste der aktuellen ersten Liga sehen, welche Abgänge und Zugänge es gibt, aber eben auch von den Aufstiegskandidatinnen aus der zweiten Liga und die Liste wird natürlich wie immer laufend aktualisiert. Jetzt hat die Annika hier so eine schöne Formulierung stehen und hat sie nicht vorgelesen. Sie hat nämlich geschrieben, Verdammt, diese stimmt. Liste hat mehr Tradition als mancher Verein. Ja. Die Annika selber war unfassbar fleißig zuletzt und das geben wir euch auch mit in den Shownotes. Sie hat einmal für die Bolz-Tribüne anlässlich des Europacup-Finales über Schwedens Nachwuchstalent Felicia Schröder geschrieben. Solltet ihr unbedingt lesen. Auch unbedingt lesen solltet ihr den Artikel über die SGS in der Taz, der hier schon Erwähnung gefunden hat. Und auch in der Taz ein Artikel zum Karriereende von Millie Bright. Jawohl. Aber ich bin ja nicht die Einzige, die hier fleißig ist. Mara ist das sowieso immer, die ganze Zeit, nicht nur zuletzt. Und hat unter anderem bei web.de einen sehr, sehr wichtigen Kommentar geschrieben zur unsäglichen Haardiskussion in der Champions League der Frauen. Was das Ganze mit Rassismus zu tun hat. Außerdem haben wir hier noch deine aktuelle Flutlicht-Anfolge mit der Paraeisschwimmerin Tina Deken. Und ja, genau, das ist das, was wir so für euch zu Wege gebracht haben in den letzten Wochen. Ja, genau. Dann bleibt uns bei nachlassendem Tageslicht hier
Mit dem Regen ist es echt krass, dass es schon wieder so viel früher dunkel wird. Und ich habe gehört heute, als ihr noch nicht dabei wart, ich kriege jetzt auch mal eine ordentliche Webcam, damit ich nicht immer so absaufe neben der Annika. Aber heute seht ihr uns nochmal kristallklar und ausgeleuchtet und grisselig. Und ich habe festgestellt, wenn ich den Kopf ungefähr so halte, Mara. habe ich so einen Kranz über dem Kopf. Guck mal, das war gar keine Absicht. Ja, du kleines Heiligenscheinchen. Diese Kamera, die Mara bekommt, ist im Übrigen von euch finanziert, von euren Spenden, die ihr Dankeschön. uns schickt. Ja, ganz großes Dankeschön. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben ein wunderbares GBR-Konto. Wir freuen uns über Daueraufträge. Im allergrößten Notfall gibt es auch PayPal und ansonsten helft ihr uns natürlich damit, wenn ihr unsere Folgen liked, teilt, kommentiert und so weiter. Ihr kennt den ganzen Kladderadatsch. Vielen, vielen lieben Dank, ihr Lieblingskladderadatschis. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und kommt alle zum DFB-Pokalfinale am Donnerstag. Wir sind auf jeden Fall da. Yes. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.